Nachdem meine Taschen als Osterkörbchen so gut angekommen sind, versuche ich es vielleicht nochmal mit einer Glocke oder einer Pyramide als Osternest. Wie ich die Glocke falte, denn heute gibt es Origami zu sehen, das zeige ich dir jetzt, und wie du aus der gleichen Form ganz schnell eine Pyramide basteln kannst. Das gibt es ebenfalls zu sehen. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und hier geht es gleich weiter mit Verpackungen auf meinem Arbeitstisch. Die Produktreihe Alle Wetter bzw. das Produktpaket Wetterfest liegen noch hier. Designerpapier habe ich aus dem aktuell neuen Sortiment exklusiv online. Auch das verlinke ich dir wie üblich in der Beschreibung. Da findest du alle Materialien in meinem Online-Shop. Ja, bei mir gibt es ja gern Mehrwert, also hoffe ich zumindest. Deswegen zeige ich dir diese Glocke, eine Osterglocke, kleines Wortspiel, als Osternest und das Ganze auch noch als Pyramide. Und quatschen gar nicht lange, sondern es geht gleich los. Ich werde vielleicht, wenn ich ein Häschen haben möchte, dann dieses Häschen aus Wetterfest verwenden. Und es geht los mit einem Stück Designerpapier in den Maßen 6 x 6 Inch oder 15,3 x 15,3 cm. Das Schöne ist, bei Origami bist du ja ganz schnell mit den Maßen gar nicht festgelegt, weil wir brauchen keinen Papierschneider oder Falzmaschine, sondern wir falten einfach. Also 15 x 15 cm geht genauso oder noch größer. Wir falten zuallererst aus dem quadratischen Blatt ein Buch, das heißt, wir falten es einmal in der Mitte. Drehen um 90 Grad, falten wieder auf und falten das Buch in die andere Richtung. Das haben wir schon mal. Und als nächstes falten wir die Diagonalen, das heißt dann in dem Fall Kopftuch, die gegenüberliegenden Spitzen aufeinander, ein Kopftuch, um 90 Grad gedreht, aufgefaltet und nochmal ein Kopftuch. Wenn wir jetzt diese Glocke falten, dann ziehen wir unsere Falzlinien in diesem Fall komplett durch. Und zwar, die Diagonalen sind das Maß. Wir nehmen die äußere Kante von unserem Quadrat und falten sie direkt an diese Diagonale komplett durch. Gegenüberliegend das gleiche nochmal und zur Wiederholung machen wir das jetzt an allen 4 Ecken. Also ich halte es nochmal hoch, wir falten es genauso. Dann drehen wir es um 90 Grad und falten einmal komplett. Nochmal gedreht und wieder links und rechts an die Mittellinie und ein 4. Mal. So, und jetzt teilen wir unser Papier nur noch in Berg- und Talfalten ein. Bei mir geht das jetzt schon automatisch, weil die Glocke hatte ich jetzt schon ein paar Mal gefaltet. Wir schauen uns das mal an. Diese Falten hier, diese mit den kurzen Seiten, also mit dieser kleinen Spitze, das sind Bergfalten, wenn wir es so rumnehmen. Und diese Falten hier unten wird auf der einen Seite eine Talfalte und auf der anderen Seite eine Bergfalte. Also, wir nehmen einfach diese Ecken, legen sie in der Mitte zusammen und schauen, dass wir unsere Spitze unten nach außen drücken. Und schon geht das. Probiere es mal aus und schau mal, wie das funktioniert. Wenn du es jetzt als Dekoration haben möchtest, klebst du die Seiten komplett zusammen, oben Schleifchen dran, mit einem Bändchen durch und fertig. Ansonsten legen wir das einfach zusammen, lassen alle Seiten offen, aber ziehen ein Bändchen durch alle 4 Spitzen. Oben einfach komplett durch, also lochen in der Mitte und das Bändchen durchziehen und machen auf einer Seite eine Schleife. Du könntest auch so viel kleben und hier zum Befüllen das Ganze offen lassen. Dann reicht es, dass du gegenüberliegend zum Beispiel Bändchen durchziehst und man kann es aufhängen. Okay, Thema Glocke ist damit erledigt. Du siehst, nur noch mal zum Schluss zur Begrifflichkeit, nachdem wir mit Berg- und Talfalten gearbeitet haben. Hier an dieser Stelle gibt es eine Gegenfaltung. Ja, du siehst, das ist eine Bergfalte und die gleiche Linie wird hier zur Talfalte, weil sie nach innen geknickt wird. Und das schaffst du, indem du hier drauf drückst. Dann kannst du die Gegenfalten. So sieht sie so aus und jetzt drückst du sie nach innen. Genau. Die Glocke ist damit klar. Pyramide. Wir machen das gleiche wieder. Wir nehmen unser quadratisches Papier und falten wieder. Zuallererst das mittig in der Hälfte falten. Buch heißt das, in dem Fall drehen es einmal weiter und falten das andere Buch. Dann haben wir diese
horizontale und vertikale Linie. Die diagonale Linie geht, indem wir die Ecken aufeinander falten, nochmal drehen und in die andere Richtung auch. Okay, jetzt falten wir auf und jetzt käme die Sache mit diesen komplett lang durchgeknickten Seiten. Knicken wir jetzt aber nicht komplett lang durch, sondern nur bis zu diesen horizontalen und vertikalen Linien. Also das heißt, ich lege es hier an, drücke es hier zusammen, fahre mit dem Finger lang, bis ich auf die senkrechte, waagerechte Linie komme. Bis dahin und weiter nicht. Und gegenüberliegend genauso. Bis dahin und bis zur senkrecht waagerechten Linie weiter nicht falten. Und das machen wir an allen 4 Seiten. Also hier von da angefangen bis zur senkrechten, waagerechten und eben nicht durchfalten. Alle 4 Seiten. Dadurch entstehen hier Kreuzungen an dieser Stelle mit Schrägen und diesen geraden, senkrecht, waagerecht. Und diese Kreuzungen nehmen wir, nehmen unser Papier, nehmen die Spitze und fahren hier genau bis zur Kreuzung und machen an der Kreuzung eine Querlinie. Machen wieder auf, die Spitze und an der Kreuzung links und rechts sind die senkrechten, waagerechten, eine Querlinie. Und wieder auf. Und das Ganze nochmal gedreht bis zur Kreuzung, Querlinie auf. 4-mal. Genau. Wunderbar. Und jetzt haben wir den Unterschied. Wir halten das mal hoch oder ich halte mal das hoch. Du siehst, ups, es springt. Moment, das ist ein bisschen schlüpfrig. Genau, die Glocke von unten ist klar. Die ist so gekippt. Und hier unten gibt es diese komplette Fläche, eine flache Fläche, unser Boden. Flache Fläche ist auch schön, ne? Unser Boden für die Pyramide. Genau. Und jetzt wird zusammengeklebt. Und zwar klebe ich hier drüben zusammen. Nehme ich mein doppelseitiges. Wenn ich das genau haben will, ist dann der Moment gekommen, wo wir auch mal wieder schneiden. Wir erinnern uns, man kann auch schneiden. Man muss nicht reißen. Und kleben diese Seiten hier sauber, bündig, sagt's und macht's dann schief, bündig aufeinander. Und das machen wir hier drüben auch nochmal. Nehmen wir gleich die geschnittene Diagonale, setzen sie so weit wie möglich nach oben und unten auch. Und ziehen das hier rüber und ziehen die Schutzfolie ab. Na komm hier, schlüpfrig. So. Und auch da die Seite komplett aufeinander. Und jetzt hätten wir hier vorne unsere Klappe. Die machen wir mal auf und gucken mal, wie geräumig das ist, weil wir können ja diese Zipfel hier hinten einfach rumklappen und da passt schon ein bisschen was rein. Also kleine Eierchen schaffen wir schon. Ne? Um das jetzt zu befestigen, kannst du natürlich viel überlegen und dann kannst du sagen, komm, machst du ganz einfach. Wir lochen. Das klingelt hier. Eine der Seiten, ich habe in dem Fall die genommen, und die Spitze von unserer Tür, nennen wir es mal Tür, ziehen ein Bändchen durch. Da arbeiten wir ja gerne mit einer Häkelnadel. Ziehen es in die eine Richtung und schneiden es uns jetzt schon mal ab. Das geht dahin und das Bändchen in die andere Richtung. Für das dünne Bändchen hätte es mit kleineren Löchern auch gereicht, aber ist okay. Hochziehen. Endlich können wir mal was hochziehen. Ziehen das mal hoch und setzen hier einfach ein kleines Schleifchen. Und wenn wir auf unserem Ostertisch jetzt Pyramiden stehen haben wollen, ägyptische Ostern vielleicht, so, ziehen wir unser Schleifchen da lang und schon steht die kleine Pyramide. Kriegt sie noch einen Ostergruß drauf, so ähnlich wie die Glocke. Werden wir uns jetzt heute aber mal nicht das Ganze übertreiben, sondern wir setzen einfach frohe Ostern hier drüber und schauen, ob wir noch ein paar kleine Blümchen auf dem Tisch haben, sonst müssen wir welche machen. Ich mache das ja immer gerne, dass ich so Sachen hier liegen habe. Dann muss ich nicht jedes Mal im Video neu anfangen zu kolorieren, stundenlang. Ja, ne, sagt's und dann hat sie nicht mehr, aber ich dachte, es wäre noch eine Serie Blümchen da. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, du kannst dir das sicher gut vorstellen. Ich muss mich jetzt hier, da ist es, geht nichts verloren. Nein, es geht nichts verloren. Und hier oben setzen wir unsere Blümchen drauf. Wie schon gedacht, können wir das auch so machen. Jo, also wieder eine Osterverpackung fertig. Dann machen Sie sich mal ein Köpfchen und überlegen Sie mal, welchen Sie schöner finden. Die linke, die rechte. Hier als Idee nochmal mein Falzpapier.
ja, viele Falzlinien, aber am Ende sind es gar nicht so viel. Okay, das war's. Die Tasche hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, verlinke ich dir natürlich gerne. Und es gibt auch eine Playlist mit Osterkörbchen und Ostern. Also, kannst du alles bei mir finden. Also bleib dran, sei gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.